Für den Linolschnitt brauchen wir verschiedene Klingen, die unterschiedlich groß sind. Ich habe hier 5 Stück, eine Farbwalze, Linoldruckfarbe, dann die Linoleumplatte und eine Farbpalette. Als erstes malen wir unser Motiv direkt auf die Linoleumplatte drauf. So, wenn alles aufgezeichnet ist, nehmen wir uns erstmal die kleinste Klinge und das wird dann einfach hier reingesteckt und am besten testet man das Ganze noch mal ganz kurz hier am Rand aus. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr nicht in die Richtung schneidet, wo eure Hand liegt, nicht damit ihr euch dann am Ende nicht noch verletzt. Und dann könnt ihr einfach ausprobieren, in welchem Winkel und wie fest ihr den Druck ausübt. Wenn ihr euch jetzt einigermaßen sicher seid und ein paar Klingen ausprobiert habt, dann könnt ihr mit dem Motiv anfangen. Und zwar werdet ihr nur das wegschnitzen, was letztendlich auch nicht sichtbar sein soll am Ende. Also am Ende stehen nur die Linien erhaben da, die wir auch stempeln wollen. So, ich beginne jetzt hier neben der äußeren Linie zu schnitzen, also knapp daneben. Also ich stelle fest, dass das kleinere Messer dann doch besser ist. Da müsst ihr euch einfach ausprobieren, was für euch am besten in der Hand liegt. Wenn ich die äußeren Kanten vorgeschnitzt habe, wechsle ich dann immer zu dieser etwas größeren Klinge, um dann ein bisschen mehr abtragen zu können.
Wenn wir jetzt mit dem Motiv fertig sind, tragen wir auf unsere Kunststoffplatte ein bisschen von dieser Linoldruckfarbe auf. Dann nehmen wir unsere Walze und färben die ein. So, und als nächstes tragen wir die Farbe auf unser Motiv auf. Da die ersten 2, 3 Drucke meistens noch nichts werden, nehme ich erstmal ganz normales Papier. Und jetzt kann man das einfach so drauflegen und dann entweder mit der Hand das so abreiben. Man kann natürlich auch, wenn man möchte, einen Löffel nehmen und da gleichmäßig an allen Stellen Druck verteilen. So, dann schauen wir mal, wie das aussieht. Okay, schon mal gar nicht schlecht, aber wie man sieht, hat sich die Farbe nicht überall gleichmäßig verteilt. Das liegt unter anderem daran, dass ich das Linoleum erstmal ein bisschen mit der Farbe vollsaugen muss. Also wiederholen wir das Ganze noch ein paar Mal. Okay, so, das sieht schon ein bisschen besser aus. Hier fehlen ein paar Linien und was auch auffällt, dass hier am Rand noch ein paar Flecke entstehen. Das heißt, ich werde das Ganze vielleicht einfach auch mal ein bisschen ausschneiden. So, jetzt mache ich das ein drittes Mal. Diesmal werde ich ein bisschen dickeres Papier verwenden. Ja, und wie man sieht, ist jeder Druck unterschiedlich geworden. Das liegt unter anderem daran, dass unterschiedlich viel Farbe benutzt wurde oder unterschiedlich viel Druck ausgeübt wurde. Ich persönlich finde gerade diese Unperfektheit besonders schön.